In Österreich bist du Organspender. Automatisch. Auch als Urlauber. Und in Uruguay auch. Hola a todos! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Mathe Smarte Mission Uruguay an Wild. Wir haben neulich abends am Tisch gesessen und uns gefragt, was ist eigentlich, wenn einem von uns etwas zustößt, wenn wir erstmal da unten in Uruguay sind. Ja, dann haben wir gemerkt, dass wir es noch nicht mal für den nächsten Urlaub wissen. Sterben ist sicherlich kein schönes Thema. Aber wenn ihr wollt, dass das irgendwann Unvermeidliche auch im Urlaub und nach der Auswanderung so selbstbestimmt wie möglich abläuft und nach euren Vorstellungen, dann ist es wichtig, sich anzuschauen, wie die Regelungen und Gesetze im Zielland gestaltet sind. Was sind zum Beispiel eure Patientenverfügung, euer Organspendeausweis oder euer Testament im Ausland noch wert? Wie sieht es mit Sterbehilfe im Zielland aus? Und sollte man sich nicht nur bei Auswanderung, sondern vielleicht auch bei Reisen vorab diesbezüglich informieren? Klares Ja. Auch Reisende sollten sich unbedingt informieren und Vorsorge treffen. Denn eines, das zieht sich durch alles, was jetzt kommt. Sobald ihr die Grenze überquert, zählt nicht mehr, was ihr zu Hause unterschrieben habt, sondern das Recht des Landes, in dem ihr gerade liegt. Ja, schon ein Blick auf den Dachraum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, zeigt deutlich, wie unterschiedlich zum Beispiel das Thema Organspende von Staat zu Staat gehandhabt wird. Starten wir mal mit den Gemeinsamkeiten. In allen 3 Ländern muss der Hirntod unumkehrbar festgestellt sein, bevor überhaupt etwas passieren darf. Und überall gilt, wer den Tod feststellt, darf mit Entnahme, Transplantation nichts zu tun haben. Wie viele Ärzte das feststellen müssen, ist aber verschieden. Deutschland und die Schweiz verlangen 2. Österreich schreibt im Gesetz nur 1 vor. Bei der Vermittlung gehen die 3 dann getrennte Wege. Deutschland und Österreich vergeben ihre Organe gemeinsam über die Stiftung Eurotransplant, zusammen mit 5 weiteren Ländern. Die Schweiz hat ihr eigenes System, heißt Swisstransplant. Steht damit aber nicht allein. Swisstransplant arbeitet eng mit Eurotransplant und den anderen europäischen Netzwerken zusammen. Findet sich in der Schweiz kein passender Empfänger, geht das Organ über die Grenze und umgekehrt kam 2025 fast jedes 8. In der Schweiz transplantierte Organ kam aus dem Ausland. In Deutschland verfährt man nach dem Prinzip der Zustimmung. Niemand ist automatisch Organspender. Der Art und der Umfang einer Spende müsst ihr ausdrücklich zustimmen. Habt ihr zu Lebzeiten nichts festgelegt, werden die nächsten Angehörigen gefragt und die sollten dann nach eurem mutmaßlichen Willen entscheiden, nicht nach ihrer eigenen Meinung. In Österreich gilt das Widerspruchsprinzip. Jeder ist nach dem Hirntod automatisch Organspender. Es sei denn, man hat zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen. Die Schweiz ist gerade im Umbruch. Stand heute, also Juli 2026, gilt dort wie in Deutschland das Zustimmungsprinzip. Man ist aber gerade dabei, das System umzustellen. Voraussichtlich wird dann so ab dem 3. Quartal 2027 das Widerspruchsprinzip auch in der Schweiz gelten. Wenn ihr das hier später seht, schaut nach, ob der Termin eingehalten wurde. Ja, wie ist das denn, wenn man gar nicht auswandert, sondern nur Urlaub in einem Land macht und währenddessen verstirbt? Tja, die kurze Antwort: sehr, sehr unterschiedlich. Die längere Antwort: wenn Urlauber zum Beispiel in Österreich versterben, gilt für sie das österreichische Recht, also die Widerspruchslösung. Das bedeutet, dass ihnen im Falle eines Hirntods automatisch Organe entnommen werden können. Es sei denn, sie haben dem zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen. In der Praxis sucht man bei Verstorbenen ohne österreichischen Wohnsitz allerdings das Gespräch mit den Angehörigen. Wer sicher gehen will, führt einen Widerspruch mit sich. Ein Zettel im Portemonnaie reicht da laut österreichischer Behördenauskunft aus.
Das Widerspruchsprinzip gilt für die meisten Länder Europas, für einige Länder in Südamerika und für Singapur. Fast alle unsere Nachbarn und Urlaubsklassiker sind dabei. Österreich, Frankreich, Spanien, Italien, Portugal, das Vereinigte Königreich und fast ganz Osteuropa und Skandinavien. Und in Südamerika Argentinien, Chile, Kolumbien und eben Uruguay. Die vollständige Liste habe ich für euch hier mal eingeblendet. Widerspruchsregelung heißt in den meisten dieser Länder aber nicht, dass die Familie nichts zu sagen hat. In einer Übersicht von 32 Ländern mit Widerspruchsregelung wird in 21 trotzdem nicht entnommen, wenn die Angehörigen widersprechen. Uruguay gehört zu den Ländern, in denen allein der Wille des Verstorbenen zählt. Die Angehörigen werden nur informiert, nicht um Zustimmung gebeten. Die Art, in der zu Lebzeiten widersprochen werden muss, unterscheidet sich allerdings. Wenn ihr auswandert oder auf Reisen geht, könnt ihr eure Wünsche in vielen Ländern mittels einer fremdsprachigen oder internationalen Organspendeausweises festschreiben. Auf Englisch, in der jeweiligen Amtssprache des Landes. Kreuzt darauf unmissverständlich an, wenn ihr eine Spende ablehnt oder in welchem Umfang ihr zum Spenden bereit seid. Aber auch das funktioniert so nicht in jedem Land. Uruguay hat beispielsweise eine ganz andere Regelung. Seit Inkrafttreten des Gesetzes Ley 18.968 im Jahr 2013 ist automatisch jede volljährige Person nach dem Tod ein Organspender. Es sei denn, es wurde zu Lebzeiten explizit widersprochen. Bis dahin galt das Gegenteil. Seit 1971 musste man aktiv zustimmen. Bei Minderjährigen unter 18 Jahren greift die automatische Spendenbereitschaft allerdings nicht. Hier müssen Eltern oder Erziehungsberechtigte explizit zustimmen. Ja, und jetzt der Punkt, der euch alle betrifft. Das Gesetz macht nämlich keinen Unterschied beim Pass. Die staatliche Behördenseite stellt ausdrücklich klar, dass für Ausländer, die auf uruguayischem Staatsgebiet sterben, dieselben Regeln gelten, also auch für Touristen. Wer nicht spenden möchte, muss eine offizielle Expresión de Voluntad Negativa abgeben, eine Erklärung des negativen Willens. Der Widerspruch wird zentral beim staatlichen Instituto Nacional de Donación y Trasplante registriert, kurz INDT. Eine Cédula, also einen uruguayischen Personalausweis, braucht ihr dafür nicht. Das Formular sieht ausdrücklich auch den Reisepass vor. Merkt euch das aber als Ausnahme, denn bei der Patientenverfügung sieht es gleich ganz anders aus. Den Link zum Formular findet ihr in der Folgenbeschreibung. Abgeben müsst ihr es allerdings persönlich beim INDT in Montevideo, bei einem Juzgado de Paz, also einem Friedensgericht, bei einem Escribano, also einem Notar, oder bei der Gesundheitsbehörde eures Departamentos. Beim Friedensgericht kostet es nichts, beim Notar schon. Für alle, die nur Urlaub machen, heißt das leider, aus Deutschland heraus geht das nicht. Ohne einen Termin vor Ort bekommt ihr euren Widerspruch nicht ins Register. Und anders als in Österreich hilft euch der Zettel im Portemonnaie hier leider nicht weiter. Weil die Angehörigen in Uruguay ja nicht um Zustimmung gebeten werden. Wer als Reisender nicht spenden will, sollte das mindestens im engsten Kreis besprechen, damit jemand vor Ort für euch sprechen kann. Frau Mattes und ich, ja, wir sind beide Organspender. In Deutschland tragen wir unseren Organspendeausweis im Portemonnaie dabei. In Uruguay werden wir automatisch Spender und benötigen dann den Ausweis nicht mehr. Aber ganz ehrlich, bei uns hat das ziemlich lange gedauert, bis wir diese Zettel mal ausgefüllt waren. Sowas bleibt irgendwie erstaunlich lange liegen. Ja, wie habt ihr euch das denn für euch entschieden? Habt ihr einen Ausweis? Habt ihr bewusst widersprochen oder steht das noch auf der Liste mit Dingen, die man irgendwann mal angehen müsste? Ja, schreibt es uns gerne in die Kommentare. So viel zu dem, was mit eurem Körper nach dem Tod passiert. Interessanter und schwieriger wird die Zeit davor. Und da kommen wir auch schon zur Patientenverfügung. Damit eine Patientenverfügung in Deutschland im Ernstfall rechtssicher und für Ärzte verbindlich ist, müssen alle Vorgaben des Bundesgerichtshofs und die gesetzlichen Regeln des bürgerlichen Gesetzbuches beachtet werden. Paragraph 1827.
Das Dokument sollte so konkret wie möglich formuliert sein. Dabei ist es ganz egal, ob handschriftlich oder am PC geschrieben, solange ihr eigenhändig unterschreibt. Pauschale Formulierungen wie keine lebenserhaltenden Maßnahmen sind dagegen nicht bindend. Es braucht entweder konkrete Maßnahmen, also Beatmung oder künstliche Ernährung, oder klar beschriebene Krankheitssituationen. Theoretisch bleibt das Dokument unbegrenzt gültig. Das Bundesjustizministerium empfiehlt jedoch, es in gewissen Abständen, etwa jährlich, erneut mit Datum zu unterschreiben. So beweist man den Ärzten, dass dies immer noch der aktuelle Wille ist. Aber eine in Deutschland erstellte Patientenverfügung verliert im Ausland ihre automatische Bindewirkung. Ja, und da ist ja wieder der Satz von vorhin. Es gilt das Ortsrecht. Ausländische Ärzte sind schlicht nicht verpflichtet, ein deutsches Dokument zu befolgen. Wertlos ist es deswegen nicht. In fast allen Ländern werden bei Entscheidungen über den Behandlungsabbruch die Angehörigen befragt. Wenn eure Familie die deutsche Patientenverfügung vorlegen kann, dann hat sie auf jeden Fall schon mal ein mächtiges Argument, um gegenüber den ausländischen Ärzten zu beweisen, wir entscheiden das weder spontan noch eigenmächtig, das war der ausdrückliche Wille unseres Angehörigen. Genau das ist ihr Wert im Ausland. Kein Befehl an die Ärzte, aber ein starkes Argument, auch gegenüber der deutschen Botschaft vor Ort. Grundsätzlich ist es im Fall eines Behandlungsabbruchs im Ausland wichtig, dass jemand für euch sprechen darf. Egal, ob ihr nur reist oder dauerhaft geht. Koppelt eure Patientenverfügung an eine Vorsorgevollmacht. Dafür gibt es sogar ein internationales Abkommen, das Haager Erwachsenenschutzübereinkommen. Darin könnt ihr festlegen, dass eure Vollmacht deutsches Recht gilt. Es wirkt in gut 1,5 Dutzend Staaten, darunter Österreich, die Schweiz und Frankreich. Spanien und Italien haben es noch nicht unterschrieben, ganz Amerika auch nicht. Aber das heißt nicht, dass eure Vollmacht dort wertlos wäre. Nur könnt ihr euch eben nicht darauf berufen, dass deutsches Recht für sie gilt. Und in Uruguay geht Vorsorge einen ganz anderen Weg. Dazu gleich mehr. Und noch etwas, das im Ernstfall über alles entscheidet: die Sprache. Wer auswandert oder viel reist, führt besser eine englische Übersetzung der Verfügung mit sich oder eine Inlandessprache. Im Notfall wird kaum ein spanischer, brasilianischer oder thailändischer oder chinesischer Arzt ein deutsches Rechtsdokument übersetzen. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben stellt Patientenverfügungen auch auf Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch bereit. Für Auswanderer gibt es in vielen Ländern aber durchaus Äquivalente zur deutschen Patientenverfügung. In Uruguay ist das die Voluntad Anticipada, wörtlich der vorweggenommene Wille. Jede volljährige und geistig gesunde Person darf im Vorfeld festlegen, dass lebenserhaltende medizinische Behandlungen und Eingriffe abgebrochen oder unterlassen werden, wenn sie sich im Endstadium einer unheilbaren, irreversiblen Krankheit befindet. Und damit da keine Angst aufkommt, das Gesetz stellt ausdrücklich klar, dass die Palliativversorgung davon nie ausgeschlossen ist. Also Schmerzen und Beschwerden werden auf jeden Fall gelindert. Für die uruguayischen Ärzte ist dieses Dokument verbindlich. Sie dürfen sich nicht darüber hinwegsetzen. Bevor es greift, wird allerdings geprüft, ob die Voraussetzungen überhaupt vorliegen. 2 Ärzte müssen das Endstadium bestätigen und die Ethikkommission der Klinik wird auf jeden Fall eingeschaltet. Ein wichtiger Unterschied zu Deutschland: Die deutsche Patientenverfügung gilt unabhängig von Art und Stadium der Erkrankung. Die uruguayische ausschließlich im Endstadium einer unheilbaren Krankheit. Genau deshalb ist ein Behandlungsverzicht bei Zuständen, die nicht tödlich enden müssen, zum Beispiel bei einem Koma nach einem Unfall, deutlich komplizierter zu regeln. Tja, und jetzt kommt der Teil, den ich für den wichtigsten der ganzen Folge halte und gleichzeitig die Antwort auf die Vollmachtsfrage von vorhin. Uruguay löst das nicht über eine Vollmacht, sondern über eine eigene Rolle im eigenen Dokument. Das Gesetz verlangt zwingend, dass ihr bei der Voluntad Anticipada eine Vertrauensperson benennt. Die heißt dort Representante und wacht darüber, dass euer Wille auch umgesetzt wird. Diese Rolle beginnt erst in dem Moment, in dem ihr selbst nicht mehr entscheiden könnt. Und sie geht
einem gerichtlich bestellten Betreuer auf jeden Fall vor. Wichtig ist aber, der Repräsentante ist kein Ersatz für die Vorsorgevollmacht. Er wacht über eure medizinische Behandlung, nicht über euer Geld und eure Verträge. Wenn jetzt kein Dokument vorliegt, ja, dann entscheidet der Ehepartner oder der Concubino, so heißt nämlich der uruguayische eingetragene Lebensgefährte. Ist keiner von beiden da, kommen die Verwandten ersten Grades dran, also Kinder und Eltern. Und zwar nicht allein, sondern im Einvernehmen mit dem behandelnden Arzt. Problem dabei nur, Sie müssen dann raten, was ihr gewollt hättet und mit dieser Entscheidung dann weiterleben. Genau deshalb ist das Dokument so wertvoll. Es nimmt eurer Familie die Last ab. Für die Gültigkeit habt ihr zwei Wege. Entweder ihr füllt das offizielle Dokument aus und unterschreibt es zusammen mit zwei Zeugen, oder ihr lasst die Verfügung von einem uruguayischen Notar als öffentliche Urkunde aufsetzen. Das Dokument muss dann zwingend in eure Historica Clinica integriert werden, die medizinische Patientenakte bei eurem Gesundheitsdienstleister, also bei der Mutualista, so heißen die privaten Gesundheitsgenossenschaften, in denen viele Uruguayer versichert sind, oder bei der ASSE, dem staatlichen Gesundheitsdienst. Damit das ausgefüllte Formular rechtsgültig ist, verlangt das Gesetz strikte Bedingungen. Die beiden Zeugen dürfen nicht eure behandelnden Ärzte sein, keine Angestellten des Arztes und keine Mitarbeiter des Krankenhauses, in dem ihr versichert seid. Sie sollen unabhängig bestätigen, dass ihr die Verfügung ohne Zwang unterschrieben habt. Zum Zeitpunkt der Unterschrift müsst ihr voll geschäfts- und einwilligungsfähig sein. Und anders als beim Organspendewiderspruch, wo der Reisepass reicht, braucht ihr hier jeder eine uruguayische Cédula. Ihr selbst, euer Repräsentante, ja, und die beiden Zeugen. Ja, wirklich, 4 Ausweise für ein Blatt Papier. Damit ist eure Verfügung gültig. Auffindbar ist sie damit aber noch nicht. Und jetzt stellt euch einen Krankenhausflur in Montevideo vor. Nachts um 3. Niemand sucht da in eurem Koffer nach einem deutschen Formular. Was nicht in eurer Akte steht, existiert für die Ärzte nicht. Klingt kleinlich, ist es auch. Und genau daran scheitert es im Ernstfall. Also, Dokument kopieren, das Original bei eurem Gesundheitsdienstleister einreichen und fordern, dass es unverzüglich in die physische und die elektronische Patientenakte eingepflegt wird. Ja, und lasst euch die Abgabe per Constancia de Recibido bestätigen, einer schriftlichen Quittung. Ändern oder widerrufen könnt ihr die Verfügung später jederzeit formlos, auch mündlich gegenüber dem Arzt. Aber wenn ihr das mündlich macht, verlasst euch da nicht drauf, denn der Arzt muss das ja genauso in die Krankenakte eintragen, sonst gilt im Ernstfall weiter das alte Papier. Also hackt danach. Das offizielle Formular heißt Formulario de Expresión de Voluntad Anticipada. Es ist staatlich genormt, für alle Einwohner völlig kostenlos und wird vom Ministerio de Salud Pública bereitgestellt, dem Gesundheitsministerium. Ihr könnt es direkt über das uruguayische Regierungsportal gup.uy als PDF herunterladen und ausdrucken. Auch diesen Link packe ich euch in die Folgenbeschreibung. Es liegt außerdem in den Patientenbüros der Gesundheitsdienstleister aus. Wer also dauerhaft in Uruguay leben will, sollte nicht einfach die deutsche Patientenverfügung beibehalten. Nutzt stattdessen direkt die uruguayische Voluntad Anticipada auf Spanisch, damit bürokratischen Hürden und Übersetzungsfehlern im Ernstfall gar nicht erst entstehen. Ja, bis hierhin ging es ums Unterlassen, Behandlungen beenden oder gar nicht erst anfangen. Ja, jetzt geht es ums Gegenteil, ums aktive Handeln. Zum selbstbestimmten Sterben gehört für manche auch Sterbehilfe erbitten zu können. In Deutschland kommt es dabei darauf an, was man damit genau meint. Die Beihilfe zum Suizid, bei der jemand das Mittel besorgt und der Sterbewillige es selbst nimmt, ist nicht strafbar, seit das Bundesverfassungsgericht 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidhilfe gekippt hat. Geschäftsmäßig heißt dabei übrigens nicht kommerziell, sondern auf Wiederholung angelegt. Nicht strafbar ist aber nicht dasselbe wie geregelt. Es gilt kein Anspruch und kein Verfahren. Die aktive Sterbehilfe, also die Tötung auf Verlangen, ist dagegen weiterhin strafbar. Ein Gesetz, das das Ganze ordnet, gab es bis zur Aufnahme dieser Folge nicht. In Uruguay ist es genau umgekehrt.
Dort ist erlaubt, was bei uns strafbar ist, und strafbar, was bei uns straffrei ist. Gleich mehr dazu im Detail. Uruguay kommt beim Recht auf einen selbstbestimmten Tod eine Vorreiterrolle zu. Nicht als erstes Land Lateinamerikas, in dem Sterbehilfe legal ist, das war Kolumbien schon 1997, allerdings durch ein Gerichtsurteil. Aber als erstes Land der Region, in dem ein gewähltes Parlament das beschlossen hat. Das Gesetz Muerte Digna, das Gesetz zum würdevollen Tod, wurde im Oktober 2025 verabschiedet. In Kraft getreten ist es dann mit der Durchführungsverordnung am 21. April 2026. Also einen Monat später, am 22. gab es dann die erste legale Sterbehilfe des Landes. Volljährige Menschen, die gegen unerträgliches Leiden einer unheilbaren Erkrankung kämpfen, können diesen Prozess nun unter strenger ärztlicher Kontrolle einfordern. Anspruch haben uruguayische Staatsbürger und Ausländer, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nachweisen. Und da lohnt wieder der Blick ins Kleingedruckte. Gemeint ist die Residencia Permanente, also die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Wer nur eine befristete hat, und das ist bei den meisten in den ersten Jahren nach der Auswanderung der Normalfall, fällt nach dem Wortlaut leider nicht darunter. Und das ist die bittere Pointe. Ausgerechnet in den Jahren, in denen man mit der Bürokratie noch nicht durch ist, da greift dieser Fortschritt nicht. Aktive Sterbehilfe ist dabei wörtlich zu nehmen. Der Arzt verabreicht das Medikament. Der assistierte Suizid, also genau das, was in Deutschland straffrei ist, fällt nicht unter das neue Gesetz und bleibt in Uruguay strafbar, nach Artikel 315 des Strafgesetzbuchs. Und damit das nicht falsch ankommt, der Suizid selbst ist in Uruguay natürlich nicht strafbar, genauso wenig wie in Deutschland. Es geht immer nur um die Hilfe durch andere. Genau darin sind die beiden Länder quasi spiegelverkehrt. Und ein Detail, ja, das kaum man auf dem Schirm hat, aber für die Hinterbliebenen alles ändern kann. Im Totenschein steht am Ende die Grunderkrankung als Grundursache für die Sterbehilfe und die Sterbehilfe als unmittelbare Todesursache. Und das Gesetz sagt ausdrücklich, dass der Tod durch Sterbehilfe in jeder Hinsicht als natürlicher Tod gilt. In Uruguay ist das erbrechtlich der entscheidende Satz. Für eine deutsche Lebensversicherung heißt das aber nicht automatisch dasselbe. Die richtet sich nach eurem Vertrag. Wer eine hat, klärt das vorher mit seinem Versicherer. Eines noch. Sterbehilfe könnt ihr in Uruguay nicht vorsorglich verfügen. Weder eure Voluntad Anticipada noch euer Repräsentante können sie beantragen. Das Gesetz verlangt einen persönlichen Antrag von jemandem, der in dem Moment auch entscheidungsfähig ist. Wer also für den Fall einer Demenzsterbehilfe vorsorglich regeln möchte, findet in Uruguay dafür kein Instrument. Eure Voluntad Anticipada greift davon unberührt weiter, nur eben erst im Endstadium. Ja, das war nun einiges an Infos. Wenn ihr euch daraus aber eine Sache merkt, dann diese: Was ihr in Deutschland unterschrieben habt, gilt woanders nicht automatisch. Ja, und der erste Schritt ist kein Behördengang, sondern ein Gespräch am Küchentisch. Also klärt das mit euch. Wer soll für euch sprechen, wenn ihr es nicht mehr könnt? Ja, und wer da tiefer einsteigen will, wir haben ein Buch geschrieben, den Uruguay Auswanderungskompass. Das Praxishandbuch für Auswanderer, Überwinterer und Plan B-Planer. Organspende, Patientenverfügung, Vollmacht und Erben in Uruguay stehen da in 2 eigenen Kapiteln mit allen Formularwegen. Es gibt es als E-Book und gedruckt. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja, und wenn ihr mehr zu dem Thema wissen möchtet, zum Beispiel über Bestattungsoptionen und über die Frage von vorhin, was euer deutsches Testament in Uruguay noch wert ist, ja, das haben wir uns in Folge 22 bereits schon angeschaut, verlinkt auch in der Folgenbeschreibung. Und wenn euch das jetzt hier weitergeholfen hat, dann lasst uns ein Abo da, klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Die Playlist dazu seht ihr hier oben. Ja, und wenn euch jetzt mehr nach herzhaftem Lachen ist, unser Podcast von heidrichblog.com, ja, den findet ihr hier unten. Ich hoffe, diese Infos konnten euch weiterhelfen und für heute sage ich hasta la próxima, bis zur nächsten Folge. Que les vaya bien. Ciao!